Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. So, heute machen wir ein bisschen was Praktisches und zwar wollen wir mal ein bisschen wirklich Hand anlegen und selber verschlüsseln. Mit keiner Programmiersprache oder sowas, sondern einfach mit der Kommandozeile. Das heißt, was wir haben müssen, ist tatsächlich jetzt für dieses Video ein Linux, was aber die meisten von euch wahrscheinlich haben. Und für die Windows-User gibt es auch entsprechende Tools, da ist es im Prinzip genau gleich. Nur dass die Befehle ganz klein ein bisschen anders sind. Und ja, was wir machen wollen, ist, wir wollen heute dieses wunderschöne Bild hier verschlüsseln. Das steht komplett offen, frei zur Verfügung. Das könnt ihr von Wikipedia runterladen. Einfach wikipedia.org/wiki file tux file::tux.jpg. Und dieses Bild wollen wir verschlüsseln. So, ja, es ist natürlich ziemlich cool, wenn man Sachen verschlüsseln kann und wir müssen uns heute damit abfinden, dass wir scheinbar trotzdem ein Problem damit haben. Was ich meine, sehen wir sofort. Okay, also wir laden dieses Bild hier runter und was man dann schon sagen kann, ist PNG zu verschlüsseln, da sieht man es nicht so gut. Deswegen, was ich jetzt hier mache, ist, ich öffne das Ganze mit GIMP. Denn das, was ich euch zeigen möchte, ich weiß, ihr seht das nicht ganz, das, was ich euch zeigen möchte, ist tatsächlich nicht so leicht zu sehen, wenn man PNG benutzt, weil es kein Binärformat ist. Das Einzige, was ich jetzt hier in GIMP mache, ist, ich exportiere dieses wunderbare Bild hier. Wo ist denn meine Datei hin? Ah, hier. Okay, ich exportiere und zwar als, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich wieder sehen, als PPM. Das ist einfach ein binäres Format, das wir uns sofort gleich nochmal kurz angucken wollen. Rohdaten passt. Und ja, jetzt müssen wir ganz kurz warten. So, da ist jetzt unser Tux und jetzt wollen wir uns das Ganze mal im Terminal angucken. So, wir wechseln also ganz kurz und dann cutte ich das Bild mal. Und ja, Bilder kann man auch cutten. Oder catten, wie man es nennen möchte. PPM, komm jetzt, tu mir den Gefallen. Okay, er heißt einfach anders. Cat 220 Pixel tux.ppm. So, jetzt sehen wir hier nur Binärformat, komplett unleserlich für uns, das ist aber auch völlig in Ordnung. Wir sehen hier ein paar ganz komische Zeichen, das ist alles okay für uns, aber was wir hier oben sehen, ist genau das, was uns irgendwie alarmieren sollte. Denn wir haben hier einmal oben P6, dann haben wir den Creator, das war gerade eben GIMP, und dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen, nämlich zum Beispiel die Maße und so weiter und so fort. So, das ist der sogenannte Header vom Bild und wir wollen logischerweise nur den unteren Teil verschlüsseln, deswegen, oder was heißt, wir wollen in diesem Fall jetzt speziell nur den unteren Teil verschlüsseln, wir wollen nämlich den sogenannten ECB-Tux kreieren, den ihr vielleicht auch schon kennt. Aber dazu gleich mehr. So, also wir wechseln wieder, ups, das ist die falsche Kommandozeile, ich brauche die hier. Wir wechseln wieder ganz normal runter in die Kommandozeile. Das war nur, damit wir sehen, warum ich jetzt das, was ich gleich mache, überhaupt mache. Wir schneiden also den oberen Teil ab und packen den in einen Header. Das heißt, damit wir das Bild eben nachher noch angucken können, das heißt, ich sage hier, die ersten 4 Zeilen möchte ich ganz gerne aus meinem 220 tux.ppm rauskopieren in eine Header.txt-Datei und den Rest, also alles andere, tail-n, Achtung, plus 5, das heißt, wir fangen oben an zu zählen, 220 Pixel tux ppm, wollen wir reinschreiben in ein body.binary. Und das ist jetzt auch alles, was wir machen müssen. Jetzt müssen wir tatsächlich nur noch verschlüsseln. Das heißt, wir haben jetzt einfach bloß diese Binärdaten und das Bild selbst haben wir einfach voneinander getrennt. Das heißt, das hier weiß jetzt gerade nicht mehr, dass es ein Bild ist. Das ist aber wirklich nur so, dass wir nachher das ganze Ergebnis auch wieder als Bild angucken können. Im Endeffekt könnte man das ja auch mit verschlüsseln, klar. Aber ich möchte euch heute zeigen, warum der Verschlüsselungsmodus wichtig ist. Das heißt nicht nur der Algorithmus. Letztes Mal hatten wir uns angeguckt, welche Algorithmen es dann da gab, und das wollen wir uns heute mal noch mal ein bisschen in der Praxis, wie gesagt, angucken. So, wir benutzen jetzt hier gerade OpenSSL zum Verschlüsseln. OpenSSL ist eine relativ bekannte Anwendung, die gibt es auch logischerweise für Windows und wir wollen verschlüsseln, das heißt, wir wollen nachher kein Original mehr haben. So, wir benutzen AES zum Verschlüsseln. Und zwar 256-Bit AES. So, und jetzt Achtung, hier steht ECB. Das ist der Verschlüsselungsmodus und von dem habe ich letztes Video noch nicht geredet. Werden wir uns aber gleich angucken. Das ist der sogenannte Electronic Code Block. Und der ist schlecht. Also merkt euch, ganz, ganz wichtig, der ist schlecht. Warum, werden wir sofort sehen. Wir wollen kein Salz benutzen. Dazu komme ich noch irgendwann anders. Wir wollen als Passwort, keine Ahnung, irgendwie ein Passwort benutzen. Es kann auch irgendwas komplizierteres sein, es funktioniert trotzdem wunderbar. So, was wir verschlüsseln wollen, ist, wir wollen die body.binary verschlüsseln
Und was wir raushaben wollen, out, ist, wir wollen body.eng. Also verschlüsselt.binary. So, und schon ist das ganze Ding fertig. Jetzt haben wir hier eine verschlüsselte Datei, mit der wir nichts mehr anfangen können, ohne dieses Passwort. Das Passwort könnte ich jetzt aber gerade vergessen, denn ich möchte eigentlich euch bloß was zeigen. Und zwar schreiben wir jetzt den Header und danach die verschlüsselte Binary in das Ausgabebild, und zwar tux.ecb, unseren ECB-Tux im Endeffekt, .ppm. So, fertig. Und was wir jetzt gleich sehen, es ist vielleicht erstaunlich, aber, ja, nicht mit GIMP, das ist nicht ganz das gewesen, was ich geplant hatte. Okay, jetzt muss ich ganz kurz GFAM suchen. Hier, so. Okay, was wir jetzt hier sehen, das ist das Originalbild und das hier ist unser verschlüsseltes Bild. Und die beiden sind nicht komplett ununterscheidbar. Also ich möchte mal sagen, man kann hier vielleicht noch erahnen, dass es sich mal um Pinguin gehandelt hat. Man kann also noch Teile zurückverfolgen, was da tatsächlich verschlüsselt wurde. Also vor allem, wenn man das hier kennt. Der sieht jetzt schon relativ verschlüsselt aus, sage ich mal. Aber das liegt nur daran, dass wir 256-Bit AES benutzt haben und keine 128-Bit. Mit 128 sieht es sogar noch ein bisschen schlimmer, also ähnlicher wie dieser Tux hier aus. Und das ist natürlich was wir nicht haben wollen und haben dürfen. Man darf nichts wissen über das ursprüngliche Bild oder die ursprüngliche Datei, die wir verschlüsselt haben. Denn ansonsten ist ja die beste Verschlüsselung einfach hinfällig. Wie gesagt, das Passwort ist hier völlig irrelevant. Ich hätte auch irgendwas komplett Kompliziertes benutzen können. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich mehrere Blöcke auf einmal verschlüssel. Das heißt, man sieht es hier oben auch so ganz leicht, wenn ich hier ganz nah rangehe, sehen wir hier immer solche kleinen Felderchen hier. Das ist ein Block, das ist ein Block und es wird blockweise also verschlüsselt. Das heißt, meine symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen sind alle blockweise, also AES ist zumindest blockweise. Das ist an sich nicht schlecht. Das Problem ist, dass ich jeden Block unabhängig voneinander verschlüsselt habe. Und das heißt, die haben immer noch einen gewisses Verhältnis zu dem, was sie vorher waren. Jetzt will ich das aber so haben, dass ich diesen Block hier verschlüssel, ohne dass, dass quasi der vordere Block noch mit verwendet wurde. Also ihr seht hier, dieses Weiß sieht jedes Mal gleich aus. Jeder große weiße Pixel sieht in etwa gleich aus. Also es hat auf jeden Fall ein Muster. Schwarz hat ein Muster. Jede eigene Farbe hat ihr eigenes Muster. Und das will ich verhindern. Dazu nehme ich dann einen anderen Modus zum Verschlüsseln, nämlich den sogenannten CBC-Modus, also den Cipher-Block-Chaining-Modus. Modus lässt man dann in dem Fall weg. Und wenn ich das jetzt mache, dann sieht das Ganze schon viel, viel besser aus. Das heißt, ich mache einfach nochmal genau dasselbe, nur dass ich hier statt ECB, der wiederum, also wie gesagt, der ECB verschlüsselt jeden Block, ohne zu wissen, was die anderen Blöcke gemacht haben. Der CBC macht da ein bisschen was Besseres damit und der verschlüsselt das Ganze komplett durcheinander. Jetzt hänge ich die ganzen Dinger wieder so dran, dass ich das auch wieder als Bild benutzen kann. So, wenn wir jetzt das uns angucken, dann sehen wir hier, so sollte verschlüsselt eigentlich alles aussehen. Die haben nichts mehr miteinander zu tun, das ist einfach nur noch komplett durcheinander und komplett Wirrwarr. Das heißt, ich habe hier jetzt ein richtig verschlüsseltes Bild. Also, wichtige Lektion: Der Electronic Code Block oder der ECB sollte nicht verwendet werden. Aber Achtung, in vielen Kryptobibliotheken ist der Electronic Code Block der Standard. Das heißt, wenn ihr nichts als Modus angebt, dann wird der ECB benutzt und der ECB ist, wie wir gerade gesehen haben, nicht wirklich gut. Und deswegen immer CBC benutzen oder von mir aus auch einen anderen Modus. ECB ist wirklich der, soweit ich weiß, zumindest der einzige, der richtig schlimm ist. Aber CBC kann man eigentlich immer benutzen. Das ist sozusagen jetzt die Lektion von heute. Und was wir gesehen haben, also dieses Tux-Bild, das ist relativ populär. Ich glaube, es war sogar mal in der Debatte, ob es das offizielle Wikipedia-Tux-Bild wird oder sowas. Findet ihr natürlich auch in einer ein bisschen noch schöneren Variante als Tux-ECB. Könnt ihr einfach mal nachgucken. Hier sieht man sogar noch ein bisschen genauer. Das ist jetzt hier der Tux gewesen, der mit 128-Bit verschlüsselt wurde. Und wir sehen, da ist es sogar noch krasser. Das heißt, das sollte man wirklich möglichst vermeiden. Und, oh ja, das seht ihr gar nicht ganz. Fällt mir gerade so auf. Ich gehe nochmal einfach eins zurück und dann so. Perfekt. Okay, also man sieht es auf jeden Fall ziemlich gut, dass dieser Modus auf jeden Fall nicht so sicher ist, wie er sein sollte. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.